Freude vom Funktionieren von Sternen und des Weltalls war ja auf diese Kernfusion aufgebaut. Man hat ein weiteres Experiment gemacht. Diese Experimente sind sehr aufwendig. Es dauert lange Zeit, ehe man so ein Experiment vorbereiten kann. Und vor 2 Jahren hat man die Ergebnisse bekommen. Und da zeigte sich erneut dieses Neutrino-Defizit. Nun, wie wichtig das den Astrophysikern ist, dieses Problem, dieses Rätsel zu lösen, sehen Sie daran, dass man jetzt gerade ein sehr großes, aufwendiges Experiment vorbereitet, um die Neutrinozahl exakt zu bestimmen. Und wie diese Arbeiten aussehen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Von der Erde aus erscheint die Sonne als ruhige, leuchtende Kugel. In ihrem Innern jedoch laufen heftige Reaktionen zwischen den Atomkernen ab, bei Temperaturen von mehreren Millionen Grad. Wasserstoffkerne, Protonen, verschmelzen miteinander. Dabei wandelt sich ein Proton in ein Neutron um und Energie wird frei. Neue Teilchen bilden sich, ein Positron und ein Neutrino. Bei diesem Prozess wird auch elektromagnetische Strahlung abgegeben, die unsere Erde erreicht. Wenn nun die Energieerzeugung auf der Sonne so funktioniert wie im Trickfilm dargestellt, müssen die dabei frei werdenden Teilchen auf der Erde zu messen sein. Vor allem die Neutrinos können ohne nennenswerten Widerstand aus dem Innern der Sonne auf die Erde treffen. Aufgrund ihrer Eigenschaften durchqueren sie auch die Erde ohne Veränderung. Und auch wir werden jede Sekunde unmerklich von Milliarden Neutrinos durchdrungen, ohne es zu merken oder Schaden davonzutragen. Gran Sasso, 150 Kilometer nordöstlich von Rom. Um das Rätsel der Sonne lösen zu können, gehen die Wissenschaftler paradoxerweise tief unter die Erde. In diesem ausgedehnten Tunnelsystem erreicht man einen Punkt, an dem sich über den Sonnenbeobachtungsgeräten eine Gesteinsschicht von 1500 Metern Dicke ausdehnt. Aus dieser Tiefe die Sonne zu beobachten, macht Sinn, denn hier sind durch das Gestein fast alle anderen Teilchen und Strahlen, die aus dem Weltraum kommen und die Messungen stören würden, herausgefiltert. Allein die Neutrinos durchdringen als elektrisch neutrale und fast masselose Teilchen die Gesteinsschicht. Nach 7 Kilometer Fahrt unter der Erde ist der Messplatz für die Neutrinos erreicht. Moderne Elektronik soll zur Lösung des Rätsels der zu wenigen Neutrinos beitragen. Um ein Neutrino überhaupt erst einmal registrieren zu können, muss es eingefangen werden. Wie kann das funktionieren, wenn diese Teilchen fast alles ungehindert durchdringen? Unter dem Gran Sasso befindet sich ein großer Tank, gefüllt mit Galliumchlorid. Benutzt werden 30 Tonnen Gallium, die Hälfte der weltweiten Jahresproduktion. Die Neutrinos durchqueren das Gallium in dem Tank, äußerst selten aber gibt es auch eine Reaktion eines Neutrinos mit einem Galliumatomkern. Bei dieser Reaktion wird ein Galliumatom in radioaktives Germanium umgewandelt. Die Wahrscheinlichkeit besteht, dass dieses Ereignis in dieser Galliummenge einmal am Tage stattfinden kann. Alle 14 Tage werden die 30 Tonnen Gallium mit einem Gas ausgewaschen, um die wenigen von den Neutrinos veränderten Galliumatome von den übrigen zu trennen. Das entstehende Germaniumchlorid ist leicht flüchtig. Eine Aufgabe wie die Suche nach der berüchtigten Stecknadel im Heuhaufen. Diese empfindlichen Messsonden registrieren die Strahlung der radioaktiven Germaniumatome. Die Wissenschaftler hoffen mit diesem Experiment das Geheimnis unserer Sonne aufdecken zu können. Diese Arbeiten tief unter der Erde würden dann auch weiteren Aufschluss über die Funktion anderer Sterne und der Entstehung des Weltalls geben. Die Messungen der deutschen Forschungsgruppe beginnen in wenigen Wochen und es wird 1-2 Jahre dauern, ehe die ersten Daten zur Verfügung stehen. Und wenn sich dann herausstellt, dass es wieder zu wenig Neutrinos gibt, dann haben die Astrophysiker, die Theoretiker unter ihnen, noch eine Lösung anzubieten. Sie gehen von oszillierenden Neutrinos aus. Das heißt, auf dem Wege von der Sonne zur Erde verändern sich die Neutrinos, eine bestimmte Zahl von Neutrinos. Und deshalb, so sagen sie, kann man sie nicht messen. Sie sehen, wie spannend diese Geschichte ist.
und wie die Astrophysiker auf ihr bis jetzt gut funktionierendes Weltbild bauen und an diesem Weltbild festhalten wollen. Nun, auch für uns auf der Erde ist ja das Funktionieren der Sonne sehr wichtig. Wenn jetzt so viele Atomkerne miteinander verschmelzen, Wasserstoff also weniger wird, dann kann man sich vorstellen, dass irgendwann natürlich die Sonne aufhören wird zu brennen. Nun, die Sonne wird dann zu einem roten Riesen und geht über in einen weißen Zwerg. Und was das alles bedeutet, das zeigen wir Ihnen jetzt. Die Erde besitzt in unserem Planetensystem eine außergewöhnliche Position. In 150 Millionen Kilometer Abstand umkreist sie die Sonne. Und diese Entfernung scheint der Schlüssel für die Entwicklung des Lebens auf der Erde zu sein. In größerer Entfernung wird unser Planetensystem unwirtlich und kalt. Die Strahlung der Sonne reicht nicht aus, damit sich hier Leben, wie wir es kennen, entwickelt. Die sonnenfernen Planeten zeigen eisige Temperaturen. Auf dem Mars gibt es von den Materialien her sicher gute Voraussetzungen für die Entstehung von Lebensformen. Jedoch der große Abstand von der Sonne ließ nur eine lebensfeindliche Umgebung entstehen. Planeten, die im geringeren Abstand als die Erde die Sonne umkreisen, zeigen ein anderes Problem. Sie sind sehr heiß. Die Venus besitzt zwar eine Atmosphäre, besteht jedoch weitgehend aus Kohlendioxid. Wolken aus Schwefelsäure bilden sich und die Gase lasten mit einem Druck auf der Venusoberfläche, der 90 Mal größer ist als der auf der Erde. Bis zu 480 Grad wurden von Raumsonden auf der Venus gemessen. Keine guten Voraussetzungen für die Entwicklung von Leben auf diesem sonnennahen Planeten. Allein die Erde erstrahlt als blauer Diamant in unserem Planetensystem, auf dem die Bedingungen für Lebensformen, wie wir sie kennen, vorhanden sind. Durch den definierten Abstand von der Sonne findet sich eine Atmosphäre aus Sauerstoff, Stickstoff und Kohlendioxid. Wasser füllt die Ozeanbecken und das Klima ist relativ angenehm. Wie lange wird die Sonne so stabil weiterbrennen und damit diese Form des Lebens garantieren? Bei der Verschmelzung von Wasserstoffkernen werden Neutrinos frei. Der entstehende schwere Wasserstoff reagiert aber in der Sonne weiter. Helium bildet sich und das ist die Asche dieses Verbrennungsprozesses. Zurzeit hat die Sonne die Hälfte ihrer gesamten Lebensdauer hinter sich. Sie wird noch weitere 5 Milliarden Jahre brennen. Der Wasserstoffanteil hat sich auf 35% verringert, der Heliumanteil ist auf 65% gestiegen. Die Sonne hat sich etwas vergrößert und das wird sie auch weiterhin tun. Nach 2 Milliarden Jahren wird sie 3-mal größer sein und 15% heller leuchten als heute. Die Sonne auf dem Weg zum roten Riesen? Schon im Anfangsstadium wird es extreme Auswirkungen auf unser Klima geben. In 5 Milliarden Jahren hat sich dann der Wasserstoff fast völlig erschöpft. Die äußeren Regionen der Sonne heizen sich noch einmal auf und die Sonne dehnt sich gewaltig aus. Die Oberflächentemperatur der Erde steigt auf mehr als 100 Grad. Die Meere beginnen zu kochen, das Wasser verdampft und die Atmosphäre wird die Erde verlassen. Alles Leben stirbt. Der Todeskampf der Sonne hat mit dem Erschöpfen der Wasserstoffvorräte begonnen. Die Asche, das Helium, in ihrem Kern kann weiter zu Kohlenstoff verschmelzen und dabei wird erneut Energie frei. Die rote Riesensonne wird, von der Erde aus gesehen, den ganzen Himmel bedecken. Die Leuchtkraft der Sonne steigt auf das 1000-fache an und ein gewaltiger Teilchensturm wird auf die Erde blasen. Die sonnennäheren Planeten Merkur und Venus werden von der Sonne verschlungen. Dann berührt die Sonne die Erde und bringt das Gestein zum Schmelzen. Die sonnenfernen Planeten jenseits der Marsbahn werden in diesem Sonnenstadium die günstige Temperatur für das Leben besitzen.
Während des letzten Teils ihres Todeskampfes wird die Sonne langsam pulsieren. Weitere Heliumanteile werden in Kohlenstoff verwandelt. Die Sonne heizt sich auf und Gasmassen lösen sich von dem Sonnenkern. Ist das letzte Helium in Kohlenstoff umgewandelt, kommt es zu einem gewaltigen Ausbruch. Das Planetensystem wird mit riesigen, glühenden Gasmengen angefüllt. Etwa die Hälfte der Sonnenmasse wird so verloren gehen. Von außen wird unser Sonnensystem wie ein Ringnebel aussehen, so wie wir sie auch heute schon in anderen Teilen des Weltalls beobachten können. Im Zentrum dieses Ringnebels entsteht ein weißer Zwerg, ein kleiner Kohlenstoffkern mit einer Temperatur von 10.000 Grad, etwa so groß wie die Erde, aber überaus hell und mit einer Dichte, die die des Diamanten um ein Vielfaches übersteigt. Dieser weiße Zwerg kann noch einige Milliarden Jahre leuchten, wird dann jedoch schwächer und endet schließlich als dunkler Gesteinsbrocken, schwarz und kalt, im Weltall, umgeben von Gas und Staub. Eine Fahrt durch ein Industriegebiet in der DDR. Solche Bilder haben Sie in den letzten Tagen und Wochen häufiger gesehen. Warum wir hier nun dieses Thema Umwelt in der DDR aufgreifen, hat einen besonderen Grund. Immer wieder haben wir in unserem Wissenschaftsmagazin über Umweltprobleme in der Bundesrepublik berichtet. Und noch vor einigen Wochen war auch in anderen Medien es aktuell, zum Beispiel sich darüber Gedanken zu machen, ob der Dieselmotor nun besonders umweltfreundlich ist oder nicht. Oder Kritik wurde geübt an den vielleicht zu weichen Formulierungen der technischen Anleitung Luft. Aber seit einigen Wochen sind diese Themen fast vollständig verschwunden. Und das liegt nicht etwa daran, dass sich über Nacht die Umweltproblematik in der Bundesrepublik sich aufgelöst hat, sondern vielmehr daran, dass plötzlich die Umweltprobleme der DDR so handgreiflich nah wurden. Darüber, worüber man früher immer nur spekuliert hat, das konnte man sehen. Und sie sind überwältigend desolat, diese Zustände in der DDR, sodass alle anderen differenzierteren Diskussionen über weiterführende Umweltstrategien verschüttet wurden. Einige Eindrücke über die Umweltsituation in der DDR. Braunkohleabbau in der Gegend von Leipzig. Die DDR hat seit ihrem Bestehen auf Braunkohle gesetzt und 70% der Energieversorgung wird heute mit Braunkohle erledigt. Ohne Rücksicht auf die unterschiedlichen Qualitäten der geförderten Braunkohle wird abgebaut. In die Tiefe gegangen, selbst wenn das Verhältnis zwischen Abraum und Braunkohle unwirtschaftlich hoch ist. Die staatlich gelenkte Wirtschaft hatte zum Ziel, unabhängig zu sein von Energieimporten. Und dabei spielten finanzielle Erwägungen und Umweltargumente keine große Rolle. Der festgelegte Plan sollte erfüllt werden mit alter Technik, überholten Konzeptionen und ohne Rücksicht auf die Region. Schon in den 30er Jahren gründete man in den Braunkohlegebieten Industrien, die aus und mit der Braunkohle Produkte fertigten. Diese Standorte wurden übernommen, die Anlagen und Produktionsmethoden dazu. In der Industriephilosophie der 30er Jahre kam Umweltschutz nicht vor. Diese Haltung wurde in der DDR bis heute beibehalten. Abwasserreinigung zum Beispiel wurde erst in den letzten Jahren zögerlich diskutiert, auf dem Papier. In der Praxis blieb alles beim Alten. Wasser ist in der DDR eigentlich knapp. Das liegt an den geologischen Gegebenheiten, an den Sandböden. Dennoch diese schier unglaublichen Verschmutzungen. Kaum einer weiß, was da alles an giftigen Substanzen zusammenfließt und ins Grundwasser eindringt. Die veralteten Produktionsprozesse benötigen außerdem viel Wasser, sodass heute offenbar wird, wie kurzsichtig mit diesem lebensnotwendigen Stoff umgegangen wurde.
Vereinzelt finden sich in den Katastrophengebieten Hinweisschilder auf die Situation. In zufällig ausgewählten Betrieben zeigen sich Situationen wie zu Beginn der Industrialisierung. Das Umweltbewusstsein ist auch in kleinen Dingen kaum ausgebildet. Hier sickert Öl in den Boden. Maschinen aus den 30er Jahren und vor allem immer wieder Produktionsprozesse, die überaltert sind und damit energiefressend, gefährlich und umweltbelastend. Und was sich hier an den Maschinen zeigt, wird auch den Menschen zugemutet. Die Freihaltung des Arbeitsplatzes von Schadstoffen kennt man vom Hörensagen. Die maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen stehen auf dem Papier. Allein schon an den fehlenden Messgeräten scheitert die Überwachung. Kommt es in den wenigen Fällen zu einer Aktion, den Arbeitsplatz schadstoffärmer zu halten, so wird nach dem Prinzip verfahren, die Schadstoffe in die Umwelt zu blasen oder zu schwemmen. Die Menschen in den Industriegebieten zerstören sich ihren eigenen Lebensraum. Braunkohle auch für die Stromversorgung. Verfeuert wird alles, was irgendwie brennt, ohne Rücksicht darauf, ob schwefelreich oder welche anderen Nachteile sich in den verschiedenen Braunkohlen bergen. Der Plan muss erfüllt werden, egal was dabei aus dem Schornstein raucht. Nur wenige Werke besitzen Staubrückhalteanlagen. Veraltet, oft genug nicht funktionsfähig, betrieben nach den Regeln einer Staatswirtschaft, in der Betrieb und Überwachung in einer Hand liegen. Verantwortungslos und ohne Kontrolle. Schwefeldioxid wird erst gar nicht versucht zurückzuhalten. Zu teuer, zu kompliziert, die Produktion nur störend. Aber nicht allein an den Filtern mangelt es. Die Technik der Kraftwerke ist überaltert, der Wirkungsgrad ist niedrig. 50% mehr Asche fallen an als in Kraftwerken, die dem Stand der Technik entsprechen. Hier hilft Sanierung nicht am Schornstein, sondern nur ein Neubau. Verluste durch mangelhafte Isolationen, Energieerzeugung nicht nach Wirkungsgraden, sondern nach Verschwendungsgraden zu messen. Die DDR setzt pro Kopf zwar mehr Energie um als die Bundesrepublik, beim Verbraucher aber kommt in der DDR weitaus weniger der hineingesteckten Energie an. Fernwärmekonzepte unter diesen Isolationsbedingungen werden zum Schildbürgerstreich. Die Versorgung mit Elektrizität wird hauptsächlich aus den Braunkohlerevieren erledigt. Der kurze Weg zur Kohle steckt als Idee dahinter. Allerdings muss dafür der erzeugte Strom längere Wege in Kauf nehmen. Die Folge sind hohe Verluste. Über 50% höher als bei modernen Verteilernetzen. Das liegt zudem an der technischen Konzeption der Netze. Zu niedrige Spannungen beim Stromtransport treiben die Verluste nach oben. Strom wird überdies subventioniert. Die Bürger werden zur Verschwendung verführt. Und auch die Versorgung der Haushalte mit Wärme ist skurril. 90% erledigen das selbst, mit Kohle oder Braunkohle. Entsprechend den dabei verfeuerten Mengen steigen die abgegebenen Schadstoffe. Schwefeldioxidkonzentrationen weit über den Grenzwerten sind alltäglich. Der Unterschied: heute werden sie veröffentlicht. Vor 3 Monaten noch waren sie Geheimsache. Durch das jahrzehntelange Totschweigen der zumindest teilweise vorhandenen Umweltdaten ist als Folge auch das Umweltbewusstsein der Bevölkerung kaum vorhanden.
1/3 der verbrauchten Energie könnte man durch Sanierung der Wohnungen einsparen. Wärmedämmung ist jedoch ein nahezu unbekannter Begriff. Die erzeugte Energie wird in die Umgebung gepustet. In denjenigen Häusern, die eine Zentralheizung besitzen, fehlen Regelventile für die Heizkörper. Dosiert wird die Wärme durch das Öffnen und Schließen der Fenster. In einer Energiepolitik, in der ein elektrischer Heizlüfter zu den billigen Wärmeversorgern zählt, existiert der Begriff Energiesparen nicht. Diese Kohleveredelungsanlage steht symbolisch dafür, wie mit der Umwelt in der DDR umgegangen wird. Gebaut in den 30er Jahren wird hier Braunkohle verflüssigt. Ein unwirtschaftlicher Prozess schon an sich. Damals unter dem Aspekt der Autarkie, koste es, was es wolle, konstruiert. Der Preis dafür ist heute leicht zu erkennen. Die Anlage wird bis heute betrieben. Die Anwohner leben seit dieser Zeit unter diesen Bedingungen. Sichtbar der Staub, grau in grau die Landschaft, unsichtbar die gefährlichen Schadstoffe. Gewirtschaftet wird hier mit veralteten Anlagen. Alleiniges Ziel ist die Produktionssteigerung, ohne Investitionen. Goldfische in einem Teich, kaum zu erkennen unter der dicken Staubschicht. Natur unter einem Grauschleier. Menschen leben hier unter Bedingungen, die einem Experiment mit Schadstoffen gleichkommen. Unkontrolliert allerdings. Diese Anlage soll in 2 Jahren geschlossen werden. Vielleicht. Ein Symbol für die Öffnung der Grenzen zur DDR ist dieses Fahrzeug, der Trabant. Der Trabant ist aber auch ein Beispiel dafür, wie man mit der Entscheidung für eine Technik in eine Sackgasse geraten kann. Sie wissen alle, dass der Trabant mit einem Zweitaktmotor ausgerüstet ist und ca. 75% der PKWs in der DDR fahren mit einem solchen Motortypen. Nun, bei einem Viertakter ist es so, dass der Austausch des Gasgemisches über Ventile geregelt wird. Bei einem Zweitakter ist das anders. Hier an der Seite befinden sich Schlitze. Und wenn der Kolben sich nach unten bewegt, dann kommt das Benzin-Luft-Gemisch hier hinein, wird vorverdichtet, gelangt dann hier durch diesen Schlitz in den Verbrennungsraum. Der Kolben verdichtet dieses Gemisch und dann zündet das Gemisch und der Kolben wird nach unten getrieben. Und Sie erkennen, dass dann das Abgas hier hinaus gelangen kann und gleichzeitig mit dem Abgas kommt aber schon das Frischgas hinein und da gibt es Probleme. Denn einmal gelangt einiges Frischgas mit durch den Auspuff nach außen, zum anderen ist das Gas nicht gut zu regeln, es ist den Zufällen mehr oder weniger unterworfen. Das hören Sie schon mal im Leerlauf. Wenn also die Frischgaszufuhr nicht zu gut ist, dann kommt es zu Zündaussetzern, dann zündet das Ganze beim nächsten Umlauf wieder und deshalb das typische Geräusch. Nun, Sie können sicher auch erahnen, dass es da Probleme mit den Abgasen gibt und wie die Situation in der DDR aussieht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das Mittel zur Fortbewegung wird auch in der DDR geschätzt, das Auto. Anders als die Autos in der Bundesrepublik klingt dieses Gefährt und es schluckt auch ein Gemisch aus Benzin und Öl. Beim Fahren zeigt sich, was getankt und verbrannt wird. Die blaue Abgasfahne besteht aus unverbrannten Ölrückständen. Kohlenwasserstoffe kommen so in vielfältiger Form in die Umwelt.
Bei geringem Verkehr fällt das Fahrzeug kaum unangenehm auf. Hier wird noch das Gefühl, selbst zu fahren, höher bewertet als die Bedenken um die Umwelt. In den Städten allerdings häufen sich Zweitakter und dann ist alles in eine blaue Wolke gehüllt. Berufsverkehr in der DDR, genauso ungeliebt wie bei uns, aber mit einer anderen Qualität in den Abgasen. Von den 4 Millionen PKWs in der DDR besitzen 3 Millionen einen Zweitaktmotor. Nach den Plänen der Regierung wurde in den 50er Jahren die Motorisierung des Staates auf die Grundlage des Zweitakters gestellt. Was aber kommt nun wirklich aus dem Auspuff eines Trabants zum Beispiel heraus? Messstelle der TU Berlin im westlichen Teil der Stadt. Der Trabant auf dem Prüfstand. Gefahren werden verschiedene Testzyklen den unterschiedlichen Vorschriften entsprechend. Bis vor 4 Wochen waren genaue Messdaten über die Zusammensetzung der Abgase nicht verfügbar. In der DDR wurde zwar gemessen, aber die Daten blieben Verschlusssache. Und über die Durchführung von Messungen kann man bekanntlich streiten. Bei den niedrigen Verbrennungstemperaturen eines Zweitakters bestätigt sich, dass die Stickoxide bei dieser Motorkonzeption kein allzu großes Problem sind. Aber der Kohlenmonoxidausstoß ist etwa doppelt so groß wie bei einem Viertakter mit Katalysator. Und bei den Kohlenwasserstoffen ist messbar, dass ein Trabant so viel ausstößt wie 6 Viertakter ohne Katalysator. Und wie 60 Autos mit einem geregelten Katalysator. Diese Zahlen sind für Techniker nicht überraschend. Die Ursachen sind im prinzipiellen Aufbau eines Zweitaktmotors und dem Benzin-Öl-Gemisch als Treibstoff zu sehen. Und auch die Konstrukteure im Trabantwerk wussten davon. Nachdem es offensichtlich nicht möglich war, auf eine Viertakterlinie einzuschwenken, wurden über die Jahre Verbesserungen in der Einstellung des Motors versucht. Mit bescheidenem Erfolg. Genauso wie die Kunststoffkarosserie die Entscheidung der Vertreter der Planwirtschaft war und damit dem Trabant seinen anrüchigen Ruf verlieh, durften sich die Konstrukteure nicht vom ungeliebten Zweitaktmotor lösen. Die langen Nutzungszeiträume eines Fahrzeugs, um die 24 Jahre etwa, ließen auch bei altertümlichen Fertigungsmethoden die Zahl der Fahrzeuge auf den Straßen ansteigen. Ersatzteilmangel und Engpässe in den Werkstätten erlauben zudem keine optimale Funktion des Motors, die Folge hohe Abgaswerte. Auf einen neuen Trabant wartet ein DDR-Bürger ungefähr 16 Jahre. Die Freude über das Auto überwiegt dann alle Umweltbedenken. Erst jetzt beginnt man auch in der DDR über das Problem öffentlich nachzudenken. So offensichtlich sind die Umweltbelastungen. Noch etwas hilflos hören sich die Ratschläge an. In Staus wird der Sauerstoff dünn und die Luft dick. Dafür sorgen die massenhaft ausströmenden Abgase. Manchem kribbelt's in der Nase, Kopfschmerzen können sich einstellen. Besonders anfällig sind Kränkelnde oder durch Tagesarbeit gestresste. Fazit: Nicht erst, wenn die Luft völlig blau ist, zum Zündschlüssel greifen und ausschalten, sondern möglichst bei jedem ausgedehnten Halt. Ausschalten dient der Gesundheit und dem Umweltschutz, spart Kraftstoff und schont den Motor. Einfach ausschalten.
Ja, wenn das mit dem Abschalten immer so einfach wäre. Und Sie haben sicher davon gehört, dass man für den Zweitakter einen Katalysator entwickeln will und es gibt auch schon einige Beispiele. Nun aber, es gibt dabei prinzipielle Schwierigkeiten. Sie haben ja vorhin gesehen, dass mit dem Abgas auch unverbrannte Benzin- und Ölbestandteile nach außen gelangen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie ein Katalysator eigentlich funktioniert, dann erkennen Sie die grundsätzlichen Schwierigkeiten. In einem Katalysator befinden sich hier solche kleinen Kanäle, die sind mit Metall belegt. Und wenn das Abgas hier durchströmt, dann werden die Schadstoffe oxidiert und reduziert. Und hier kommen relativ ungefährliche Schadstoffe heraus. Nun, wenn beim Zweitakter Ölanteile mit herauskommen, dann wird diese aktive Metallschicht verschmiert. Der Katalysator wird also nur eine sehr begrenzte Lebensdauer haben. Außerdem können, wenn der Katalysator zu heiß wird, diese Schadstoffe hier verbrennen und die Metallschicht zerstören. Und die andere Schwierigkeit ist, im Stadtverkehr ist ein Zweitakter mit einem relativ kalten Abgas ausgerüstet. Das heißt, den Katalysator müsste man sehr dicht an den Motor führen. Im vollen Betrieb ist das Abgas eines Zweitakters sehr heiß. Man müsste den Katalysator also weiter weg vom Motor bringen. Das sind alles relativ ungelöste Schwierigkeiten. Grundsätzlich ist aber das Problem, dass man das Benzin-Öl-Luft-Gemisch regeln muss, damit dieses System der Reduktion und Oxidation wirklich klappt. Man muss wahrscheinlich den Zweitakter mit Ventilen ausrüsten, da gibt es auch schon Konzeptionen. Aber dann ist die Frage, ist es nicht einfacher, auf das bewährte Viertaktkonzept zurückzugreifen? Sie sehen also, wenn man über die Folgen von Technik, vom Einführen einer Technik nicht frühzeitig genug nachdenkt, dann kommt man in große Schwierigkeiten. Zu unserem letzten Thema. Die Schnee- und Eiswüste der Antarktis. Expeditionen verlieren sich in der Weite des Kontinents. Wie ist es in dieser Einöde möglich, seinen Standort an die Heimatstation weiterzugeben? Auch in anderen Gebieten der Erde gibt es noch schier endlose Flächen, in der sich der Mensch verloren vorkommt. In der Weite der Meere ist es schwierig, genaue Standortbestimmungen durchzuführen. Helfer aus dem Weltraum sollen diese Aufgabe übernehmen. Mit diesem Gerät kann ich in Kontakt mit einem Satelliten oben im Weltall treten. Und ein solches Gerät hatten auch Messner und Fuchs bei ihrer gerade glücklich zu Ende gegangenen Antarktis-Durchquerung bei sich. Und deshalb wusste man zu jedem Zeitpunkt, wo die beiden sich befanden. Und dieses Gerät funktioniert über den Doppler-Effekt. Und was darunter zu verstehen ist, kann ich Ihnen mal hier simulieren. Das hier ist eine Eisenbahn, die sendet einen Ton aus. Da hinten habe ich ein Mikrofon und die Frequenz, die stellen wir mal so dar. Und jetzt bewegt sich mal die Eisenbahn. Und wenn Sie in die Nähe des Mikrofons kommen, sehen Sie, verändert sich die Frequenz. Und zwar, wenn Sie auf das Mikrofon zufährt, wird die Frequenz höher. Und wenn sie sich davon wegbewegt, dann wird sie niedriger. Und genau diesen Effekt nutzt man bei diesem Gerät und dem Satelliten aus. Dieses Gerät sendet elektromagnetische Wellen aus, ein Wellenfeld, und ein Satellit nähert sich diesem Wellenfeld, er erlebt eine Frequenzverschiebung und wenn er sich vom Wellenfeld entfernt, von dieser Quelle, dann wird die Frequenz niedriger. Und aus diesen Differenzen kann man berechnen, wo man sich gerade auf der Erde befindet. Und wie das funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Von den verschiedenen Sendern auf der Erde werden elektromagnetische Wellen abgestrahlt. Jeder Träger besitzt einen eigenen Code. Der Satellit registriert die Dopplerverschiebungen dieser Signale. Über 900 unterschiedliche Sender können in der Region registriert werden, die der Satellit gerade abdeckt. Diese Daten werden auf Band gespeichert. Sobald der Satellit eine der 3 Bodenstationen passiert, gibt er an sie die aufgenommenen Daten weiter. Von dort werden sie in das Auswertungszentrum
in das französische Toulouse weitergeleitet. Mit der immer genau bekannten Position des Satelliten können die Rechner über die Dopplerverschiebung die Träger der einzelnen Sender lokalisieren. Der Satellit Argos fliegt in 850 Kilometer Höhe. Mit 2 Satelliten kann die gesamte Oberfläche der Erde abgedeckt werden. Vorteilhaft erweist sich dabei die polare Umlaufbahn der Satelliten. Die Erde dreht sich unter den Satelliten hinweg. Jeder Satellit kontrolliert etwa einen Streifen von 5000 Kilometer Breite. In Verbindung mit der Erdrotation wird so die gesamte Oberfläche in einem halben Tag überflogen. Mit diesem Satellitensystem können so Bewegungen des Senders auf der Erde registriert werden. Treibbojen sind mit solchen Sendern ausgerüstet. Man lässt sie im Meer treiben, um so die unterschiedlichen Meeresströmungen registrieren zu können. Wanderwege von Tieren können bestimmt werden, wenn sie die Sender durch ihr natürliches Verhalten immer wieder an die Oberfläche bringen. Nach einem etwas anderen Prinzip funktioniert dieses Ortungssystem. Es ist zum Beispiel in Lastkraftwagen